Hallo und herzlich willkommen aus Bangkok, die Stadt der Tempel, des Streetfoods und zahlreicher Märkte. In diesem Video stellen wir euch die besten Tipps und Sehenswürdigkeiten der Stadt vor, um euren Bangkok-Aufenthalt so unvergesslich wie möglich zu machen. Lehnt euch zurück und genießt mit uns gemeinsam diese Metropole. Viel Spaß! Die meisten von euch kommen mit dem Flugzeug und landen auf dem Flughafen Bangkok Suvarnabhumi, einer der größten Flughäfen der Welt. Um schnellstmöglich in die Stadt zu gelangen, fährt ihr am besten öffentlich mit dem Airport Rail Link. Dazu müsst ihr in der Ankunftshalle einfach rechts gehen und den Beschilderungen ins Untergeschoss folgen. Am Weg dorthin könnt ihr euer Geld in thailändische Bahts wechseln, am besten bei Super Rich im Untergeschoss. Hier gibt es nämlich die besten Konditionen. Mit dem Bargeld könnt ihr euch dann für weniger als 1,50 € ein Ticket in die Innenstadt zur Station Makassan kaufen. Dort könnt ihr dann in die U-Bahn umsteigen. Einfach den Chip ans Lesegerät halten, durch die Absperrung durch und los geht die Fahrt. Zu diesem Thema haben wir ein ausführliches Video auf unserem Channel hochgeladen. Nach etwas mehr als 20 Minuten ist man dann ohne Stau im Herzen Bangkoks angelangt. Es ist ratsam, mit den Zügen und U-Bahnen zu fahren, da ihr sonst ewig im Verkehrschaos stecken bleibt. Bedenkt jedoch, dass ihr für die Metro und den BTS Skytrain zwei verschiedene Karten benötigt. Hier gibt es kein einheitliches Ticketsystem. Mit der Metro fahren wir auch gleich zu einer der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt, den Wat Po, auch bekannt als Tempel des liegenden Buddha. Mit der Blue Line fährt ihr bis zur Station Sanam Chai. Von dort sind es nur mehr wenige 100 Meter Fußmarsch bis zum Tempel. Der Eintritt kostet 300 Baht und kann auch cashless bezahlt werden. Leider hatten wir etwas Pech mit dem Wetter, da es geregnet hat. Der Tempel ist jedoch auch bei schlechtem Wetter wunderschön anzusehen. Der Vorteil bei Schlechtwetter ist, dass weitaus weniger Touristen hierher kommen und es somit kein Gedränge gibt. Dies könnt ihr generell vermeiden, indem ihr bereits früh am Vormittag erscheint, bevor die großen Reisemassen eintreffen. Die Hauptattraktion dieser Anlage ist der liegende Buddha, eine 46 Meter lange und 15 Meter hohe Buddha-Statue, die zur Gänze vergoldet ist. Das Einwerfen von Münzen in die Kupferkessel soll übrigens Glück bringen. Ebenso das Reiben des Bauches dieser Buddha-Figur. Zu diesem Tempel haben wir übrigens ebenfalls ein eigenes Video erstellt. Wir verlinken es euch oberhalb und in der Beschreibung. In der Tempelanlage gibt es auch ein Museum über die hier ebenfalls ansässige Thai-Massageschule. Eine traditionelle Thai-Massage wird auch hier im Tempel angeboten.
absolut empfehlenswert. Wir gehen Richtung Fluss und fahren für umgerechnet 15 Cent mit der Fähre ans andere Ufer zur nächsten berühmten Sehenswürdigkeit. Der Wat Arun, auch bekannt als Tempel der Morgenröte, ist eines der bekanntesten Wahrzeichen in Bangkok. Bevor ihr die Anlage betretet, ist eine Eintrittsgebühr von 200 Baht fällig. Wat Arun ist berühmt für seine zentrale Prang, einen 82 Meter hohen Turm, der mit unzähligen bunten Keramik- und Porzellanscherben kunstvoll verziert ist und besonders im Licht der Morgendämmerung erstrahlt. Daher der Name. Der Tempel, der bis ins 17. Jahrhundert zurückgeht, symbolisiert die Wiedergeburt und Erleuchtung und ist einer der ikonischsten und meistbesuchten Orte der thailändischen Hauptstadt. Achtet auf die Stufen, diese sind sehr hoch und steil. Die Begehung anstrengender als man denkt. Die zahlreichen Statuen und Verzierungen des Tempels sind ein einzigartiges Beispiel für thailändische Handwerkskunst. Bei Nacht bietet der Wat Arun einen magischen Anblick, den man am besten während einer Flussfahrt auf dem Kayo Phraya genießen kann. Ein unvergessliches Erlebnis. An dieser Stelle möchten wir euch die neuen Soundcore Space One Pro Kopfhörer vorstellen. Die perfekte Lösung für unterwegs und zu Hause. Diese Kopfhörer verfügen über das stärkste 4-Stufen-Geräuschunterdrückungssystem von Soundcore, das Umgebungsgeräusche effektiv reduziert und euch ein unvergleichlich ruhiges Hörerlebnis bietet. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 60 Stunden könnt ihr stundenlang Musik genießen. Dank des innovativen FlexiCurve-Designs sind die Kopfhörer super faltbar und lassen sich um 50% ihrer ursprünglichen Größe reduzieren. Ideal für Reisen oder die tägliche Nutzung. Nur 5 Minuten Aufladen reichen aus, um bis zu 8 Stunden Wiedergabe herauszubekommen. Im Lieferumfang enthalten ist eine praktische Tragetasche mit Magnetverschluss, die für zusätzlichen Komfort beim Transport der Kopfhörer sorgt. Durch die Geräuschunterdrückung wird sogar eine U-Bahn-Fahrt zu einem entspannenden Erlebnis. Die wichtigste Frage: Wo soll man übernachten? Wir buchen in Bangkok stets das Sheraton Grand Sukhumvit Hotel, eine 5-Sterne-Unterkunft in A Sok, direkt an einer BTS- und Metrostation. Dieses Hotel bietet Luxus pur und zählt zu den schönsten Unterkünften Bangkoks. Auch dazu haben wir ein eigenes Video auf unserem Channel.
Egal ob bei dem überaus großzügigen Frühstücksbuffet oder den unserer Meinung nach schönsten Hotelpool. Das Sheraton Grand Sukhumvit ist der ideale Ort für Entspannung zwischen dem Sightseeing. Bangkok ist ein Mekka, wenn es um Streetfood geht. Einer der besten Spots dafür ist Chinatown, speziell die weltberühmte Yao Warat Road mit den vielen bunten Lichtern. Punkto Essen findet ihr hier wirklich alles, was das Herz begehrt. Es ist unmöglich, hier nicht fündig zu werden. Ein Besuch in Chinatown ist ein absoluter Pflichtpunkt bei einer Thailandreise, am besten in den Abendstunden. Besucht aber auch einen der unzähligen anderen Nachtmärkte der Stadt. Das Maha Nakhon ist das zweithöchste Hochhaus Thailands und bietet den höchsten Aussichtspunkt in Bangkok. Wir empfehlen, die Tickets vorab online zu kaufen, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Mit dem Highspeed-Aufzug gelangt ihr in wenigen Sekunden auf über 300 Metern Höhe. Dort erwartet euch eine atemberaubende Aussicht über die gesamte Stadt. Das Highlight ist der Skywalk, eine verglaste Plattform, auf der ihr eure Schwindelfreiheit testen könnt. Besonders spektakulär wird es bei Sonnenuntergang, wenn Bangkok in einem Meer aus Lichtern erstrahlt. Beim Verlassen durchquert ihr eine große Shopfläche mit zahlreichen Souvenirs.
Optional gibt es einen 4D-Flug durch Bangkok. Ein nettes Angebot, aber nicht zwingend notwendig. Der größte freistehende Markt der Welt, ein absolutes Muss, wenn ihr an einem Wochenende in Bangkok seid. Am Chatuchak Market findet ihr wirklich alles, was man für Geld kaufen kann. Holt euch unbedingt einen Plan an den zahlreichen Infoständen, da ihr euch sonst leicht verirren könnt. Der Markt ist wirklich riesig, aber sehr gut beschildert. Plant mindestens einen Vormittag am Wochenende ein, um die Vielfalt der Stände voll auszukosten. Ein Pro-Tipp: direkt nebenan, im Café Amazon, könnt ihr euch bei einer starken Klimaanlage mit erfrischenden Shakes eine Pause gönnen und abkühlen. Der Wat Saket, auch bekannt als Golden Mount, ist einer der beeindruckendsten Tempel in Bangkok und liegt auf einem etwa 80 Meter hohen Hügel. Um den Gipfel zu erreichen, müsst ihr über 300 Stufen erklimmen, die sich spiralförmig nach oben winden. Der Aufstieg lohnt sich, denn unterwegs werdet ihr von exotischen Pflanzen, kleinen Wasserfällen und Gebetsglocken begleitet, die eine friedliche Atmosphäre schaffen. Oben angekommen erwartet euch ein spektakulärer Ausblick. Eine 360° Panoramaperspektive über die Dächer Bangkoks, die besonders bei Sonnenuntergang magisch wirkt. Beim Abstieg könnt ihr einen Fußabdruck Buddhas bewundern. Ob dieser wirklich echt ist, bleibt jedoch euch überlassen. Eine Fahrt auf dem Chao Phraya Fluss ist eine der günstigsten Möglichkeiten, um Bangkok aus einer neuen Perspektive zu erleben. Für nur 15 Baht könnt ihr mit den öffentlichen Booten entlang des Flusses fahren und dabei die Stadt bewundern. Die Fahrt bietet nicht nur tolle Fotomotive, sondern auch einen Einblick in das lebendige Treiben entlang der Ufer. Eine entspannte und preiswerte Alternative,
um Bangkoks Charme zu entdecken. Der Grand Palace ist die meistbesuchte Sehenswürdigkeit in Bangkok und obliegt sehr strengen Kleidungsvorschriften. Auch meine Hose ist für diesen Tempel zu kurz, ich muss meine Füße bedecken. Der Eintritt beträgt 500 Baht für Ausländer. Thais können gratis eintreten. Innen angelangt werdet ihr die wohl schönste Tempellandschaft der Stadt vorfinden. Im Wat Phra Kaeo könnt ihr das Nationalheiligtum Thailands bewundern, den Smaragd-Buddha. Versorgt euch ausreichend mit Flüssigkeit, wenn es heiß ist. Sehr gut. Wir haben jetzt für eine Cola und 2 Flaschen Wasser zu je einen halben Liter insgesamt 60 Baht bezahlt. Also 1,50 € insgesamt. Absolut fair, wenn man bedenkt, dass wir hier bei der meistbesuchten Sehenswürdigkeit von Bangkok sind. Also was das angeht, sind die Thais wirklich absolut spitze. Das Chakri Mahaprasad wurde 1882 während der Regierungszeit von König Rama V. erbaut. Es diente ursprünglich als königlicher Thronsaal für Empfänge und Staatszeremonien und wird auch heute noch genutzt. Wir hoffen, dass euch unser Video zu Bangkok gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns bitte einen Daumen hoch da und vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren, um keines der künftigen Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, eure Travel Explorers.